Kapitel 1 – Der Pilot und das Bild. Ich heiße Antoine. Ich bin ein Mann und ich lebe in Frankreich. Heute bin ich ein Pilot und ich fliege ein großes Flugzeug. Ich liebe meinen Beruf. Ich fliege hoch am Himmel. Ich sehe die Wolken, die Berge und das Meer. Das ist sehr schön. Aber heute erzähle ich eine Geschichte aus meiner Kindheit. Diese Geschichte ist sehr wichtig für mich. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich ein tolles Buch. Das Buch war über den Urwald und die Natur. Auf der ersten Seite war ein Bild. Das Bild zeigte eine Riesenschlange. Die Schlange war sehr groß und gefährlich. Sie aß gerade ein großes Tier. Das Buch sagte, die Riesenschlangen kauen ihre Nahrung nicht. Sie schlucken die Tiere ganz. Danach schlafen sie 6 Monate und verdauen das Essen. Ich dachte viel über den Urwald nach. Ich hatte eine Idee. Ich nahm einen Farbstift und malte mein erstes Bild. Mein Bild Nummer 1 war fertig. Es war das Bild von einer Riesenschlange. Die Schlange hatte einen großen Elefanten im Bauch. Ich war sehr stolz auf mein Bild. Es war mein Meisterwerk. Ich ging zu den Erwachsenen. Ich zeigte den Männern und Frauen mein Bild. Ich fragte sie, habt ihr Angst vor meinem Bild? Die Erwachsenen lachten laut. Sie sagten, Angst? Warum haben wir Angst vor einem Hut? Das ist doch nur ein alter Hut. Ich war sehr traurig und enttäuscht. Mein Bild war kein Hut. Es war eine Riesenschlange mit einem Elefanten im Bauch. Aber die Erwachsenen sahen den Elefanten nicht. Sie verstanden mein Bild überhaupt nicht. Die Erwachsenen brauchen immer Erklärungen. Sie verstehen nichts von alleine. Für Kinder ist das sehr anstrengend. Also malte ich ein neues Bild. Das war mein Bild Nummer 2. Ich malte das Innere der Schlange. Jetzt konnte man den Elefanten ganz genau sehen. Ich dachte, jetzt verstehen Sie es bestimmt. Ich zeigte das neue Bild den Erwachsenen wieder. Aber sie waren nicht interessiert. Sie sagten zu mir, hör auf mit den Bildern von Schlangen. Das ist nicht gut für deine Zukunft. Malen ist nicht wichtig für das Leben. Geographie, Geschichte, Mathematik und Grammatik sind wichtig. Du musst fleißig lernen und gute Noten in der Schule bekommen. Das war das Ende von meiner Karriere als Maler. Ich war unglücklich. Ich hatte keine Lust mehr auf Kunst. Die Erwachsenen machten mir keinen Mut. Also wählte ich einen anderen Beruf. Ich lernte fliegen. Ich steuerte Flugzeuge. Das war auch gut. Die Geographie half mir sehr. Ich flog überall auf der Welt. Ich sah Amerika, Afrika und Asien. Ich konnte China und Arizona in der Nacht sofort erkennen. Das ist sehr nützlich, wenn man fliegt. In meinem Leben traf ich viele Menschen. Ich lebte mit vielen Erwachsenen zusammen. Ich beobachtete sie genau. Aber meine Meinung über sie änderte sich nicht. Wenn ich einen klugen Erwachsenen traf, zeigte ich ihm mein Bild Nummer 1. Ich hatte das Bild immer in meiner Tasche. Ich wollte wissen, versteht dieser Mensch mein Bild?
Aber die Antwort war immer gleich. Jeder Erwachsene sagte, das ist ein Hut. Dann sprach ich nicht mehr mit ihnen über Schlangen, Urwälder oder die Sterne am Himmel. Ich passte mich an. Ich sprach über Politik, Sport, Geld und Arbeit. Dann waren die Erwachsenen sehr zufrieden mit mir. Sie sagten, dieser Mann ist sehr vernünftig und klug. So lebte ich viele Jahre ganz allein. Ich hatte keine echten Freunde, mit denen ich richtig sprechen konnte. Bis zu einem Tag in der Wüste Sahara. Kapitel 2: Die Panne in der Wüste und die Begegnung. So lebte ich allein. Ich hatte keinen Menschen für ein echtes Gespräch. Aber vor 6 Jahren hatte ich einen Unfall. Ich flog mit meinem Flugzeug über Afrika. Plötzlich gab es ein Problem. Der Motor von meinem Flugzeug war kaputt. Es war eine schwere Panne. Ich war ganz allein in der Wüste Sahara. Ich hatte keinen Mechaniker und keine Passagiere bei mir. Ich musste das Flugzeug alleine reparieren. Das war eine schwere Arbeit und sehr gefährlich für mich. Ich hatte auch ein großes Problem, ich hatte nur Trinkwasser für 8 Tage. Das Wasser war sehr wichtig. Am ersten Abend legte ich mich in den Sand. Ich schlief im Sand. Ich war 1000 Meilen von allen Menschen entfernt. Ich war sehr isoliert. Ein Seemann auf einem Floß im Ozean ist nicht so allein wie ich. Ihr könnt euch meine große Überraschung am Morgen vorstellen. Die Sonne ging auf und eine kleine, komische Stimme weckte mich. Die Stimme war leise aber klar. Sie sagte, bitte, zeichne mir ein Schaf. Ich sprang sofort auf. Ich war sehr erschrocken. Ich rieb mir die Augen. Ich schaute mich genau um. Und ich sah ein ganz besonderes Kind. Der kleine Junge stand da und sah mich ernst an. Er war nicht groß. Er trug schöne Kleidung. Er sah nicht verloren aus. Er hatte keine Angst. Er war nicht müde. Er hatte keinen Hunger und er hatte keinen Durst. Er sah überhaupt nicht wie ein Kind aus, das mitten in der Wüste verloren ist. Als ich endlich sprechen konnte, fragte ich ihn, aber, was machst du denn hier? Er antwortete nicht auf meine Frage. Er wiederholte seine Bitte ganz leise und ernst, bitte, zeichne mir ein Schaf. Das war alles sehr mysteriös. Ich war in Lebensgefahr, ich hatte keinen Motor und kein Wasser. Aber ich konnte nicht Nein sagen. Ich nahm ein Blatt Papier und einen Füller aus meiner Tasche. Aber dann erinnerte ich mich, ich konnte doch gar nicht gut malen. In der Schule lernte ich nur Geographie, Geschichte, Mathematik und Grammatik. Ich sagte zu dem kleinen Jungen, ich kann kein Schaf zeichnen. Ich kann nicht gut malen. Der Junge antwortete freundlich, das macht nichts. Zeichne mir einfach ein Schaf. Ich hatte noch nie ein Schaf gemalt. Also malte ich für ihn mein Bild Nummer 1. Das war die Riesenschlange von außen. Man sah nur den Hut. Ich dachte, er versteht es nicht. Aber der kleine Junge rief sofort, nein. Nein. Ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich. Und ein Elefant ist viel zu groß für mich. Bei mir zu Hause ist alles sehr klein.
Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir bitte ein Schaf. Ich war absolut sprachlos. Er verstand mein Bild. Also zeichnete ich ein Schaf. Er schaute sich das Bild genau an. Dann sagte er, nein, dieses Schaf ist schon sehr krank. Mach bitte ein anderes Schaf. Ich zeichnete ein neues Schaf. Mein kleiner Freund lächelte höflich. Er sagte, schau genau hin. Das ist kein Schaf, das ist ein Bock. Er hat Hörner. Ich machte wieder eine neue Zeichnung. Aber er lehnte auch diese Zeichnung ab, dieses Schaf ist zu alt. Ich möchte ein Schaf, das lange lebt. Ich hatte keine Geduld mehr. Ich musste doch meinen Motor reparieren. Die Zeit war knapp. Also zeichnete ich schnell eine Kiste. Ich zeigte ihm die Kiste und sagte, das ist eine Kiste. Das Schaf, das du suchst, ist hier drin in der Kiste. Ich war sehr überrascht. Das Gesicht von meinem kleinen Richter wurde plötzlich ganz hell. Er freute sich sehr. Er sagte, das ist perfekt. Genau so wollte ich es haben. Meinst du, das Schaf braucht viel Gras? Ich fragte, warum? Er sagte, weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist. Ich antwortete, es gibt bestimmt genug Gras. Ich habe dir ein sehr kleines Schaf gegeben. Er beugte sich über die Zeichnung. Er sah in die Kiste und sagte, es ist nicht so klein. Schau. Es ist eingeschlafen. Das war meine erste Begegnung mit dem kleinen Prinzen. Kapitel 3 – Die Heimat vom kleinen Prinzen. Ich brauchte viel Zeit, um zu verstehen, woher dieser kleine Junge kam. Der kleine Prinz stellte mir viele Fragen. Aber meine Fragen hörte er anscheinend nicht. Nur durch Zufall verstand ich langsam seine ganze Geschichte. Am zweiten Tag sah er mein Flugzeug. Er fragte, was ist das für ein Ding dort? Ich antwortete stolz, das ist kein Ding. Das ist ein Flugzeug. Es fliegt am Himmel. Es ist mein Flugzeug. Der kleine Prinz lachte laut und sagte, wie bitte? Bist du vom Himmel gefallen? Ich sagte leise, ja, das bin ich. Er fand das sehr lustig, oh, das ist aber lustig. Du kommst also auch aus dem Weltraum. Von welchem Planeten bist du? In diesem Moment verstand ich ein großes Geheimnis. Ich fragte ihn sofort, kommst du etwa von einem anderen Planeten? Aber er antwortete nicht. Er schaute mein Flugzeug an und schüttelte den Kopf. Dann sagte er, mit diesem Ding kannst du nicht von sehr weit herkommen. Er nahm mein gezeichnetes Schaf aus der Tasche. Er betrachtete sein Schaf in der Kiste wie einen großen Schatz. Ihr könnt euch vorstellen, wie neugierig ich war. Ein anderer Planet. Ich wollte mehr wissen. Ich sagte zu ihm, mein kleiner Freund, wo ist dein Zuhause? Wo willst du das Schaf hinbringen? Er schwieg eine Weile. Dann antwortete er, die Kiste ist super. In der Nacht ist die Kiste das Haus für das Schaf. Ich sagte, ja, das stimmt. Und wenn du lieb bist, gebe ich dir auch einen Strick. Dann kannst du das Schaf am Tag festbinden. Und einen Pflock gebe ich dir auch.
Meine Idee gefiel dem kleinen Prinzen gar nicht. Er schaute mich überrascht an. Das Schaf festbinden? Warum denn das? Was für eine verrückte Idee. Ich erklärte, wenn du es nicht festbindest, läuft es weg. Dann geht es irgendwo hin und geht verloren. Da lachte der kleine Prinz wieder laut. Er sagte, aber wo soll es denn hingehen? Ich sagte, irgendwohin. Immer geradeaus. Da sagte der kleine Prinz sehr ernst, das macht nichts. Bei mir zu Hause ist alles so klein. Wenn man immer geradeaus geht, kann man nicht sehr weit gehen. So lernte ich eine zweite, sehr wichtige Sache. Der Heimatplanet vom kleinen Prinzen war kaum größer als ein normales Haus. Das wunderte mich nicht sehr. Ich wusste genau, es gibt große Planeten wie die Erde, den Jupiter, den Mars und die Venus. Diese Planeten haben alle Namen. Aber es gibt auch Hunderte von kleinen Planeten. Sie sind manchmal so klein, dass man sie mit einem Teleskop nur schwer sehen kann. Wenn ein Astronom einen kleinen Planeten findet, gibt er ihm keine Namen. Er gibt ihm eine Nummer. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid 3251. Ich bin mir sicher, der Heimatplanet vom kleinen Prinzen ist der Asteroid B612. Ein Astronom aus der Türkei sah diesen Asteroiden im Jahre 1909 zum ersten Mal durch sein Teleskop. Er präsentierte seine Entdeckung auf einem großen Kongress. Aber niemand glaubte ihm, weil er traditionelle Kleidung trug. Die Erwachsenen sind leider so. Im Jahr 1920 trug der Astronom elegante europäische Kleidung. Er präsentierte seine Entdeckung noch einmal. Da gaben ihm alle recht. Ich erzähle diese Details über den Asteroiden B612 wegen den Erwachsenen. Erwachsene lieben Zahlen. Wenn du ihnen von einem neuen Freund erzählst, fragen sie nie nach den wichtigen Dingen. Sie fragen nie, wie ist der Klang von seiner Stimme? Welche Spiele mag er am liebsten? Sammelt er Schmetterlinge? Sie fragen nur, wie alt ist er? Wie viele Brüder hat er? Wie viel wiegt er? Wie viel Geld verdient sein Vater? Nur dann denken sie, dass sie den Menschen kennen. Wenn man den Erwachsenen sagt, ich habe ein schönes Haus aus roten Ziegelsteinen gesehen, mit Geranien an den Fenstern und Tauben auf dem Dach, dann können sie sich das Haus nicht vorstellen. Man muss ihnen sagen, ich habe ein Haus für 100.000 Franken gesehen. Dann rufen sie sofort, oh, wie schön. Der kleine Prinz war da ganz anders. Er lebte auf seinem kleinen Planeten und brauchte nur einen Freund und ein Schaf. Kapitel 4 – Die Gefahr durch die Affenbrotbäume. Jeden Tag lernte ich etwas Neues über den Planeten vom kleinen Prinzen. Ich verstand seinen Alltag, seine Reise und seine Gedanken. Das passierte ganz langsam, wenn er ein Wort sagte. Am dritten Tag hörte ich von einer großen Gefahr. Ich hörte von den Affenbrotbäumen. Das Schaf war die Ursache für dieses Gespräch. Der kleine Prinz fragte mich plötzlich, ist es wahr? Fressen Schafe kleine Büsche? Ich antwortete, ja, das ist wahr. Er sagte glücklich, ah. Das ist gut.
Ich verstand nicht, warum das so wichtig war. Aber der kleine Prinz fügte hinzu, dann fressen Sie also auch Affenbrotbäume? Ich erklärte dem kleinen Prinzen sofort, nein, Affenbrotbäume sind keine kleinen Büsche. Das sind riesige Bäume. Sie sind so groß wie Kirchen. Selbst eine ganze Herde von Elefanten kann keinen einzigen Affenbrotbaum auffressen. Die Idee mit den Elefanten war sehr lustig für den kleinen Prinzen. Er lachte und sagte, man müsste die Elefanten übereinander stellen. Aber dann sagte er sehr klug, bevor die Affenbrotbäume groß werden, sind sie zuerst klein. Sie fangen als kleine Pflanze an. Ich antwortete, das stimmt natürlich. Aber warum soll dein Schaf die kleinen Affenbrotbäume fressen? Er antwortete, na, denkt doch mal nach. Er fand die Antwort ganz logisch. Ich musste also alleine nachdenken. Ich musste das Problem verstehen. Auf dem Planeten vom kleinen Prinzen gab es, wie auf allen Planeten, gute Pflanzen und schlechte Pflanzen. Aus guten Samen kommen gute Pflanzen, zum Beispiel gutes Gras. Aus schlechten Samen kommen schlechte Pflanzen. Aber man kann die Samen am Anfang nicht sehen. Sie schlafen tief in der Erde. Dann wacht ein Samen auf. Er wächst langsam nach oben zur Sonne. Wenn es eine Pflanze von einem Radieschen oder einer Rose ist, kann sie ruhig wachsen. Das ist kein Problem. Aber wenn es eine schlechte Pflanze ist, muss man sie sofort ausreißen. Man muss das sofort tun, wenn man die Pflanze erkennt. Auf dem Planeten vom kleinen Prinzen gab es schreckliche Samen. Das waren die Samen der Affenbrotbäume. Der Boden vom Planeten war voll von diesen Samen. Und ein Affenbrotbaum ist eine Katastrophe, wenn man zu spät kommt. Er wächst über den ganzen Planeten. Seine Wurzeln machen Löcher in die Erde. Wenn der Planet zu klein ist und es zu viele Affenbrotbäume gibt, dann explodiert der Planet. Er bricht in Stücke. Das ist eine Frage der Disziplin, sagte mir der kleine Prinz später. Am Morgen wäscht man sein Gesicht und macht sich ordentlich. Danach muss man den Planeten ordentlich machen. Man muss die Affenbrotbäume regelmäßig ausreißen. Man muss das tun, sobald man sie von den Rosenbüschen unterscheiden kann. Am Anfang sehen sie fast gleich aus. Das ist eine langweilige Arbeit, aber sie ist sehr leicht. Eines Tages sagte er zu mir, du musst ein schönes Bild zeichnen. Die Kinder auf der Erde müssen das lernen. Wenn sie einmal reisen, ist diese Information nützlich für sie. Manchmal kann man eine Arbeit auf morgen verschieben. Das ist kein Problem. Aber bei den Affenbrotbäumen ist das immer eine Katastrophe. Ich kenne einen Planeten, dort wohnte ein fauler Mann. Er hat 3 kleine Büsche vergessen. Ich zeichnete diesen Planeten nach den Erklärungen vom kleinen Prinzen. Ich mag den Ton von einem Lehrer nicht. Aber die Gefahr von den Affenbrotbäumen ist so groß. Viele Menschen kennen diese Gefahr auf den Asteroiden nicht. Deshalb mache ich eine Ausnahme. Ich sage laut, Kinder, passt auf die Affenbrotbäume auf. Ich habe sehr lange an dieser Zeichnung gearbeitet. Das Bild ist sehr groß und detailliert. Warum? Weil die Warnung sehr wichtig war.
Kapitel 5 – Die Melancholie und die Sonnenuntergänge. Ach, mein kleiner Prinz! So verstand ich langsam dein kleines, trauriges Leben. Du hattest lange Zeit keine Beschäftigung. Du hattest nur eine Freude, du sahst gerne den Sonnenuntergang am Abend. Das war deine einzige Entspannung. Diese Information bekam ich am 4. Morgen. Du sagtest zu mir, ich liebe Sonnenuntergänge sehr. Komm, wir gehen einen Sonnenuntergang anschauen. Ich antwortete überrascht, aber wir müssen warten. Du fragtest, worauf müssen wir warten? Ich erklärte, wir müssen warten, bis die Sonne untergeht. Das passiert erst am Abend. Zuerst sahst du mich sehr überrascht an. Dann lachtest du über dich selbst. Du sagtest, ich denke immer, ich bin zu Hause. Das verstehe ich gut. Jeder Mensch weiß das, wenn es in Amerika Mittag ist, geht die Sonne in Frankreich unter. Wenn man in einer Minute nach Frankreich fliegen könnte, könnte man den Sonnenuntergang sehen. Aber Frankreich ist leider viel zu weit weg. Aber auf deinem kleinen Planeten war das anders. Dein Planet war so winzig. Du musstest nur deinen Stuhl ein paar Schritte weiterziehen. Dann konntest du den Abendhimmel und die Sonne sehen, wann immer du wolltest. Du sagtest zu mir, weißt du was? An einem Tag habe ich die Sonne 44 Mal untergehen sehen. Und ein bisschen später sagtest du traurig, weißt du, wenn man sehr traurig ist, liebt man die Sonnenuntergänge. Ich fragte dich, warst du am Tag mit den 44 Sonnenuntergängen also sehr traurig? Aber der kleine Prinz antwortete nicht. Er schwieg. Am 5. Tag verstand ich dank dem Schaf ein neues Geheimnis. Der kleine Prinz fragte mich plötzlich und ohne Einleitung, wenn ein Schaf kleine Büsche frisst, frisst es dann auch Blumen? Ich antwortete sofort, ein Schaf frisst alles, was es findet. Er fragte weiter, auch Blumen mit Dornen? Ich antwortete, ja, auch Blumen mit Dornen. Der kleine Prinz war besorgt, aber wozu sind die Dornen dann gut? Ich wusste es nicht. Ich war in diesem Moment sehr beschäftigt. Ich hatte große Angst um mein Flugzeug. Mein Trinkwasser war fast leer. Ich musste den Motor reparieren. Die Dornen waren mir nicht wichtig. Der kleine Prinz fragte noch einmal, wozu sind die Dornen gut? Er vergaß nie eine Frage, wenn er sie einmal gestellt hatte. Ich war nervös wegen der Panne. Ich antwortete genervt, die Dornen sind zu nichts gut. Das ist reine Bosheit von den Blumen. Der kleine Prinz war schockiert. Nach einer kurzen Pause sagte er fast wütend, das glaube ich nicht. Blumen sind schwach. Sie sind unschuldig. Sie schützen sich, so gut sie können. Sie denken, ihre Dornen machen sie gefährlich und stark. Ich antwortete nichts. Ich dachte nur an meine Schrauben. Da sprach der kleine Prinz wieder, und du? Du denkst also, dass die Blumen. Ich unterbrach ihn, nein. Ich denke gar nichts. Ich habe irgendetwas gesagt. Ich arbeite hier an einer ernsten Sache. Er sah mich ganz ungläubig an, eine ernste Sache? Er sah mich an mit meinem Hammer in der Hand, mit schwarzen Fingern,
über das kaputte Flugzeug gebeugt. Er fand das gar nicht schön. Er sagte, du sprichst genau wie die Erwachsenen. Das machte mich ein bisschen beschämt. Aber er fügte streng hinzu, du bringst alles durcheinander. Du vermischst alles. Er war wirklich sehr wütend. Der Wind wehte durch seine goldenen Haare. Er erklärte mir seine Sicht, ich kenne einen Planeten. Dort wohnt ein roter, dicker Herr. Er hat noch nie an einer Blume gerochen. Er hat noch nie einen Stern angeschaut. Er hat nie jemanden geliebt. Er hat in seinem Leben nur Zahlen addiert. Und den ganzen Tag wiederholt er stolz, ich bin ein ernster Mann. Ich bin ein ernster Mann. Aber das ist kein Mann, das ist ein Pilz. Ein was? Fragte ich. Ein Pilz, rief der kleine Prinz. Er war jetzt ganz blass vor Ärger. Kapitel 6 – Die einzigartige Blume. Der kleine Prinz sprach weiter. Seine Stimme zitterte vor Emotionen. Er sagte, seit Millionen von Jahren machen die Blumen Dornen. Und seit Millionen von Jahren fressen die Schafe trotzdem die Blumen. Ist es nicht eine ernste Sache, wenn wir das verstehen wollen? Warum investieren die Blumen so viel Energie in Dornen, wenn die Dornen gar nicht helfen? Ist der Krieg zwischen den Schafen und den Blumen nicht wichtig? Ist das nicht ernster als die Zahlen von dem dicken, roten Herrn? Er machte eine kleine Pause und schaute mich mit großen Augen an. Dann sagte er, und wenn ich nun eine Blume kenne? Eine Blume, die es nur einmal auf der Welt gibt? Sie existiert nirgendwo anders, nur auf meinem Planeten. Und ein kleines Schaf kann diese Blume an einem Morgen mit einem Biss zerstören, einfach so, ohne nachzudenken. Ist das etwa nicht wichtig? Sein Gesicht wurde ganz rot. Er erklärte mir sein Herz, wenn jemand eine Blume liebt, die es nur einmal unter den Millionen von Sternen gibt, dann ist er glücklich. Er muss nur die Sterne anschauen und er denkt, dort oben ist meine Blume. Aber wenn das Schaf die Blume frisst, dann werden alle Sterne plötzlich dunkel. Und du denkst, das ist nicht wichtig. Er konnte nicht weiter sprechen. Er fing plötzlich an zu weinen. Es war Nacht geworden. Ich legte meinen Hammer weg. Mein Werkzeug, mein Motor, der Durst und der Tod waren mir jetzt völlig egal. Auf diesem Stern, auf diesem Planeten Erde, in dieser Wüste Sahara gab es einen kleinen Prinzen, den ich trösten musste. Ich nahm ihn in meine Arme. Ich wiegte ihn leise. Ich sagte zu ihm, die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich zeichne einen Schutz für dein Schaf. Ich zeichne einen Maulkorb. Und ich zeichne eine kleine Mauer aus Glas für deine Blume. Ich verspreche es dir. Ich fühlte mich sehr ungeschickt. Ich wusste nicht, wie ich sein Herz erreichen konnte. Das Land der Tränen ist so mysteriös. Ich lernte diese Blume bald besser kennen. Auf dem Planeten vom kleinen Prinzen gab es immer sehr einfache Blumen. Sie hatten nur eine Reihe von Blütenblättern. Sie brauchten fast keinen Platz und sie störten niemanden. Sie kamen am Morgen im Gras und gingen am Abend wieder weg. Aber diese besondere Blume war anders. Sie wuchs aus einem Samen,
den der Wind von irgendwoher gebracht hatte. Der kleine Prinz beobachtete diesen neuen Trieb sehr genau. Er war ganz anders als die kleinen Affenbrotbäume. Der grüne Trieb hörte bald auf zu wachsen. Er fing an, eine Blüte vorzubereiten. Der kleine Prinz sah, dass eine riesige Knospe wuchs. Er fühlte, dass ein großes Wunder aus dieser Knospe kommen würde. Aber die Blume wurde in ihrem grünen Zimmer nicht fertig. Sie suchte sich ihre Farben mit viel Geduld aus. Sie zog sich langsam an. Sie ordnete ihre Blütenblätter nacheinander. Sie wollte nicht zerknittert wie ein Mondfeld aufwachen. Sie wollte in der vollen Pracht von ihrer Schönheit erscheinen. Oh ja, sie war sehr eitel. Ihre geheime Toilette dauerte viele Tage. Und dann, an einem Morgen, genau im Moment von dem Sonnenaufgang, zeigte sie sich. Kapitel 7 – Das Gespräch mit der Blume. Die Blume war endlich fertig. Sie öffnete ihre Blütenblätter genau beim Sonnenaufgang. Sie war wunderschön und elegant. Sie gähnte ein bisschen und sagte sehr höflich: »Ach, ich bin gerade erst aufgewacht. Bitte entschuldige mich. Meine Haare sind noch ungeordnet.« Der kleine Prinz war absolut begeistert. Er konnte seine Bewunderung nicht verstecken. Er rief laut: »Oh, wie schön du bist!« Die Blume antwortete leise und stolz: »Ja, das stimmt, oder? Ich bin im gleichen Moment wie die Sonne geboren.« Der kleine Prinz merkte sofort, diese Blume ist nicht sehr bescheiden. Aber sie ist so faszinierend und wunderbar. Nach einem Moment sagte die Blume: »Es ist jetzt Zeit für das Frühstück. Bist du bitte so gut und denkst an mich? Ich brauche etwas Wasser.« Der kleine Prinz war sehr verlegen. Er suchte sofort eine Gießkanne mit frischem Wasser. Er goss die Blume vorsichtig. So diente er der Blume von Anfang an. Aber die Blume war auch sehr schwierig und eitel. Sie machte dem kleinen Prinzen oft Sorgen mit ihrem Stolz. Eines Tages sprach sie über ihre 4 Dornen. Sie sagte zu ihm: »Die Tiger können ruhig kommen. Ich habe keine Angst vor ihren Krallen.« Der kleine Prinz protestierte: »Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten. Und außerdem fressen Tiger kein Gras.« Die Blume antwortete beleidigt: »Ich bin kein Gras. Ich habe keine Angst vor Tigern. Aber ich habe große Angst vor dem Wind. Hast du vielleicht einen Windschutz für mich?« Angst vor dem Wind? Das ist aber schlecht für eine Pflanze, dachte der kleine Prinz. Diese Blume ist wirklich sehr kompliziert. Am Abend sagte die Blume: »Du musst mich unter eine Glocke aus Glas stellen. Es ist hier sehr kalt. Die Geografie an diesem Ort ist ungemütlich. Wo ich herkomme, war es viel besser.« Aber das war eine Lüge. Sie kam als Samen auf den Planeten. Sie konnte andere Welten gar nicht kennen. Sie fühlte sich ertappt und hustete zweimal. Sie wollte dem kleinen Prinzen ein schlechtes Gewissen machen. Sie rief: »Wo bleibt mein Windschutz?« Der kleine Prinz wollte den Windschutz holen, aber sie hustete weiter. So war der kleine Prinz trotz seiner großen Liebe bald sehr unglücklich. Er nahm die Worte der Blume zu ernst.
Er fühlte sich einsam und traurig. Er erzählte mir in der Wüste, ich verstand damals gar nichts. Ich musste nach ihren Taten und nicht nach ihren Worten urteilen. Sie parfümierte meinen ganzen Planeten. Sie machte mein Leben hell. Ich dürfte nicht weglaufen. Ich musste die Liebe hinter ihren kleinen Lügen sehen. Blumen sind so paradox. Aber ich war damals einfach zu jung, um sie richtig zu lieben. Deshalb traf der kleine Prinz eine wichtige Entscheidung, er wollte seinen Planeten verlassen. Kapitel 8 – Der Abschied vom Planeten. Ich glaube, der kleine Prinz nutzte den Zug von wilden Vögeln für seine Flucht. Am letzten Morgen machte er seinen Planeten besonders ordentlich. Zuerst putzte er seine aktiven Vulkane. Er hatte 2 aktive Vulkane. Das war sehr praktisch, um das Frühstück warm zu machen. Er hatte auch einen erloschenen Vulkan. Aber er sagte, man weiß ja nie. Also putzte er den erloschenen Vulkan auch. Wenn die Vulkane sauber sind, brennen sie langsam und ohne Eruptionen. Vulkanausbrüche sind wie ein Kaminfeuer. Auf unserer Erde sind wir leider viel zu klein, um unsere Vulkane zu putzen. Deshalb machen sie uns so viele Probleme. Danach riss der kleine Prinz die letzten kleinen Affenbrotbäume aus. Er war ein bisschen traurig. Er dachte, dass er nie mehr zurückkommen würde. Alle diese alltäglichen Arbeiten waren an diesem Morgen besonders schön für ihn. Schließlich goss er die Blume ein letztes Mal. Er wollte sie gerade unter die Glasglocke stellen. In diesem Moment fühlte er ein Weinen im Hals. Er sagte zu der Blume, auf Wiedersehen. Aber die Blume antwortete nicht. Er wiederholte, auf Wiedersehen. Die Blume hustete. Aber es war nicht wegen einer Erkältung. Sie sagte endlich zu ihm, ich war dumm. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich wünsche dir alles Gute und versuche, glücklich zu sein. Der kleine Prinz war sehr überrascht. Es gab keine Vorwürfe von der Blume. Das war eine große Überraschung für ihn. Er stand ganz verwirrt da, mit der Glasglocke in der Hand. Er verstand diese sanfte Art nicht. Die Blume sagte, ja, ich liebe dich. Du hast das nicht gewusst. Das war mein Fehler. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Aber du warst genauso dumm wie ich. Versuch, glücklich zu sein. Lass diese Glasglocke liegen. Ich will sie nicht mehr. Der kleine Prinz fragte besorgt, aber der Wind? Die Blume antwortete, der Wind ist nicht so schlimm. Die kühle Nachtluft tut mir gut. Ich bin eine Blume. Und die Tiere? Fragte er. Ich muss wohl 2 oder 3 Raupen ertragen, wenn ich die Schmetterlinge kennenlernen will, sagte die Blume. Das ist bestimmt sehr schön. Wer besucht mich sonst, wenn du weit weg bist? Und vor den großen Tieren habe ich keine Angst. Ich habe doch meine Dornen. Sie zeigte stolz ihre 4 Dornen. Dann fügte sie hinzu, warte nicht so lange. Das ist schrecklich. Du hast dich für die Reise entschieden. Also geh jetzt. Sie wollte nicht, dass der kleine Prinz ihre Tränen sah. Sie war eine sehr stolze Blume. So begann die Reise vom kleinen Prinzen.
Er war in der Region der Asteroiden 325, 326, 327, 328, 329 und 330. Er wollte diese Planeten besuchen, um eine Beschäftigung zu finden und um etwas zu lernen. Kapitel 9 – Der König auf dem ersten Planeten. Auf dem ersten Asteroiden wohnte ein König. Er trug ein langes Kleid aus Purpur und Hermelin. Er saß auf einem sehr einfachen, aber majestätischen Thron. Der König sah den kleinen Prinzen kommen und rief sofort stolz: »Ah! Da kommt ja ein Untertan!« Der kleine Prinz fragte sich: »Wie kann er mich kennen? Er hat mich doch noch nie gesehen.« Er wusste nicht, für Könige ist die Welt sehr einfach. Alle Menschen sind für sie Untertanen. »Komm näher, ich will dich besser sehen«, sagte der König. Er war sehr stolz. Endlich war er für jemanden ein König. Der kleine Prinz suchte einen Platz zum Sitzen. Aber der ganze Planet war voll von dem großen Mantel aus Hermelin. Also blieb er stehen. Er war müde von der Reise und musste gähnen. Der König sagte sofort streng: »Es ist gegen das Protokoll, in der Gegenwart eines Königs zu gähnen. Ich verbiete es dir.« Der kleine Prinz antwortete verlegen: »Ich kann es nicht kontrollieren. Ich habe eine lange Reise hinter mir und ich habe nicht geschlafen.« Da sagte der König: »Dann befehle ich dir zu gähnen. Ich habe seit Jahren niemanden mehr gähnen sehen. Das ist sehr interessant für mich. Los! Gähne noch einmal. Das ist ein Befehl.« Der kleine Prinz wurde rot im Gesicht. »Ich kann jetzt nicht mehr. Ich habe Angst.« sagte der König. »Dann befehle ich dir, mal zu gähnen und mal nicht zu gähnen.« Er murmelte ein bisschen. Der König wollte Respekt. Er duldete keinen Ungehorsam. Er war ein absoluter Monarch. Aber er war ein sehr guter Mann. Seine Befehle waren immer vernünftig. Er sagte: »Wenn ich einem General befehle, ein Seevogel zu werden, und der General tut es nicht, dann ist das nicht die Schuld vom General. Das ist meine Schuld, weil mein Befehl nicht vernünftig war.« Der kleine Prinz fragte schüchtern: »Darf ich mich setzen?« »Ich befehle dir, dich zu setzen«, antwortete der König. Er zog seinen Mantel ein Stück zur Seite. Der kleine Prinz wunderte sich. Der Planet war winzig. Worüber herrschte dieser König eigentlich? Er fragte ihn: »Sire, worüber herrschen Sie?« »Über alles«, antwortete der König ganz einfach. »Über alles?«, fragte der Prinz. Der König zeigte auf seinen Planeten, auf die anderen Planeten und auf die Sterne. »Über das alles«, sagte er. »Und die Sterne gehorchen Ihnen?« »Natürlich«, sagte der König. »Sie gehorchen sofort. Ich toleriere keine Disziplinlosigkeit.« Der kleine Prinz fand diese Macht wunderbar. Wenn er diese Macht hätte, könnte er an einem Tag nicht nur 44, sondern 72 oder sogar 200 Sonnenuntergänge sehen. Er dachte an seinen kleinen Planeten und wurde ein bisschen traurig. Er bat den König: »Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Bitte machen Sie mir eine Freude.«
Befehlen Sie der Sonne, unterzugehen. Der König erklärte klug: Wenn ich einem General befehle, wie ein Schmetterling von einer Blume zur anderen zu fliegen, und der General tut es nicht, wer ist im Unrecht? Der General oder ich? Sie wären im Unrecht, sagte der kleine Prinz fest. Richtig, sagte der König. Man muss von jedem das verlangen, was er auch tun kann. Die Autorität basiert auf der Vernunft. Wenn du deinem Volk befiehlst, ins Meer zu springen, macht das Volk eine Revolution. Ich habe das Recht, Gehorsam zu verlangen, weil meine Befehle vernünftig sind. Und mein Sonnenuntergang, erinnerte ihn der kleine Prinz. Er vergaß nie eine Frage. Du bekommst deinen Sonnenuntergang. Ich werde es verlangen. Aber nach meiner Wissenschaft der Regierung müssen wir warten, bis die Bedingungen günstig sind. Wann ist das? Fragte der Prinz. Suchte der König in einem großen Kalender. Das wird heute Abend gegen 7:45 sein. Und du wirst sehen, wie gut man mir gehorcht. Der kleine Prinz gähnte. Er hatte keine Lust mehr zu warten. Er langweilte sich schon ein bisschen. Er sagte zum König: Ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich gehe wieder weg. Geh nicht, sagte der König. Er war so stolz auf seinen Untertanen. Bleib hier. Ich mache dich zum Justizminister. Aber es ist niemand hier zum Verurteilen, sagte der Prinz. Das weiß man nicht, sagte der König. Ich habe mein Königreich noch nicht ganz besichtigt. Ich bin alt, ich habe keinen Platz für eine Kutsche und das Laufen macht mich müde. Ich habe schon geschaut, sagte der kleine Prinz und bog sich um die andere Seite des Planeten zu sehen. Dort drüben ist auch niemand. Dann verurteilst du dich selbst, antwortete der König. Das ist das Schwerste. Es ist viel schwerer, sich selbst zu verurteilen als andere Menschen. Wenn du dich selbst richtig verurteilen kannst, dann bist du ein wirklich weiser Mann. Ich kann mich überall selbst verurteilen, sagte der kleine Prinz. Dafür muss ich nicht hier wohnen. Der kleine Prinz packte seine Sachen. Der König rief ihm hinterher: Ich mache dich zum Botschafter. Er rief das sehr autoritär. Die Erwachsenen sind wirklich sehr sonderbar, dachte der kleine Prinz auf seiner Reise. Kapitel 10 – Der Eitle auf dem zweiten Planeten. Auf dem zweiten Planeten wohnte ein eitler Mann. Ein eitler Mann ist eine Person, die sich selbst sehr schön, klug und perfekt findet. Als der eitle Mann den kleinen Prinzen sah, rief er sofort von weitem: Ah! Da kommt ja ein Bewunderer. Ein Fan besucht mich. Für eitle Menschen sind alle anderen Menschen nämlich nur Bewunderer. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Du hast einen lustigen Hut auf dem Kopf. Das ist ein Hut zum Grüßen, antwortete der eitle Mann. Ich benutze den Hut, wenn die Menschen mir applaudieren. Aber leider kommt nie jemand an diesem Ort vorbei. Der kleine Prinz verstand das nicht ganz. Er fragte: Ach ja? Der eitle Mann erklärte: Klatsch mal deine Hände zusammen. Applaudiere mir. Der kleine Prinz klatschte in die Hände. Der eitle Mann nahm seinen Hut ab und grüßte sehr höflich. Das ist lustiger als der Besuch beim König,
dachte der kleine Prinz. Er klatschte noch einmal in die Hände. Der eitle Mann grüßte wieder mit seinem Hut. Nach 5 Minuten war der kleine Prinz müde. Das Spiel war immer gleich und monoton. Er fragte den Mann, und was muss man tun, damit der Hut herunterfällt? Aber der eitle Mann hörte die Frage nicht. Eitle Menschen hören nur Komplimente und Lob. Er fragte den kleinen Prinzen, bewunderst du mich wirklich sehr? Was bedeutet das Wort, bewundern? Fragte der kleine Prinz. Bewundern bedeutet, sagte der eitle Mann, dass du denkst, ich bin der Schönste, der am besten gekleidete, der reichste und der klügste Mann auf dem ganzen Planeten. Aber du bist doch ganz allein auf deinem Planeten, rief der kleine Prinz. Mach mir bitte die Freude. Bewundere mich trotzdem, sagte der eitle Mann stolz. Der kleine Prinz zuckte mit den Schultern. Er sagte, gut, ich bewundere dich. Aber warum ist dir das so wichtig? Was hast du davon? Der eitle Mann gab keine gute Antwort. Der kleine Prinz wollte nicht länger bleiben. Er ging weg. Auf seiner Weiterreise dachte er wieder, die Erwachsenen sind wirklich sehr, sehr sonderbar. Kapitel 11 – Der Trinker auf dem 3. Planeten. Der nächste Planet war sehr klein. Hier wohnte ein Trinker. Der Besuch von dem kleinen Prinzen war an diesem Ort sehr kurz, aber er machte den kleinen Prinzen sehr traurig und nachdenklich. Der kleine Prinz kam an und sah den Mann. Der Trinker saß schweigend vor einer großen Sammlung von Flaschen. Es gab leere Flaschen und es gab volle Flaschen. »Was machst du hier?« fragte der kleine Prinz den Mann. »Ich trinke«, antwortete der Trinker mit einer sehr traurigen Stimme. »Warum trinkst du?« fragte der kleine Prinz weiter. Er wollte dem Mann helfen. »Ich trinke, um zu vergessen«, antwortete der Trinker. »Was willst du vergessen?« fragte der kleine Prinz. Er hatte Mitleid mit dem traurigen Mann. »Ich will vergessen, dass ich mich schäme«, sagte der Trinker und senkte den Kopf. »Und warum schämst du dich?« fragte der kleine Prinz. Er verstand das Problem nicht. »Ich schäme mich, weil ich trinke«, rief der Trinker. Danach sagte er kein Wort mehr. Er schloss sich ganz in sein Schweigen ein. Der kleine Prinz war völlig verwirrt und sehr traurig. Er verstand die Logik von diesem Erwachsenen überhaupt nicht. Der Mann trank, weil er sich schämte, und er schämte sich, weil er trank. Das war wie ein trauriger Kreis ohne Ende. Der kleine Prinz ging sofort weiter. Auf seinem Weg dachte er wieder voller Wunder, die Erwachsenen sind ohne Zweifel sehr, sehr sonderbar. Kapitel 12 – Der Geschäftsmann auf dem 4. Planeten. Der 4. Planet gehörte einem Geschäftsmann. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er beim Aufschlagen des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob. »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. »Deine Zigarette ist aus. 3 und 2 ist 5. 5 und 7 ist 12. 12 und 3 ist 15. Guten Tag. 15 und 7 ist 22. 22 und 6 ist 28. Ich habe keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 28 und 5 ist 33. Puh.
Das macht also 501.622.731. 500 Millionen von was? Fragte der kleine Prinz. Wie bitte? Bist du immer noch da? 500 Millionen von, ich weiß nicht mehr. Ich habe so viel Arbeit. Ich bin ein ernster Mann. Ich beschäftige mich nicht mit Unsinn. 2 und 5 ist 7. 500 Millionen von was? Wiederholte der kleine Prinz. Er vergaß nie eine Frage, die er einmal gestellt hatte. Der Geschäftsmann hob den Kopf. In den 52 Jahren, die ich auf diesem Planeten wohne, wurde ich nur 3-mal gestört. Das erste Mal vor 22 Jahren von einem Maikäfer. Er machte einen schrecklichen Lärm. Das zweite Mal vor 11 Jahren von einer Krise durch Rheuma. Ich bewege mich zu wenig. Ich habe keine Zeit für Spaziergänge. Ich bin ein ernster Mann. Und das dritte Mal ist, jetzt. Ich sagte also, 500 Millionen. Millionen von was? Der Geschäftsmann verstand, dass er keine Ruhe haben würde. Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen? Nein, kleine Dinger, die glänzen. Bienen? Nein. Kleine goldene Dinger, die die Faulenzer zum Träumen bringen. Aber ich bin ein ernster Mann. Ich habe keine Zeit zum Träumen. Ah. Sterne? Ja, genau. Sterne. Und was machst du mit 500 Millionen Sternen? Was ich damit mache? Ja. Nichts. Ich besitze sie. Du besitzt die Sterne? Ja. Aber ich habe schon einen König gesehen, der. Könige besitzen nicht. Sie herrschen über Dinge. Das ist ein großer Unterschied. Und warum ist es gut, die Sterne zu besitzen? Fragte der kleine Prinz. Es macht mich reich. Und warum ist es gut, reich zu sein? Dann kann ich andere Sterne kaufen, wenn jemand neue Sterne findet. Der kleine Prinz dachte nach. Dieser Mann denkt ein bisschen wie mein armer Trinker, sagte er sich. Dann stellte er noch mehr Fragen, wie kann man die Sterne besitzen? Wem gehören sie? Fragte der Geschäftsmann unhöflich zurück. Ich weiß nicht. Niemandem. Dann gehören sie mir, weil ich als Erster daran gedacht habe. Ist das genug? Natürlich. Wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann ist er dein Diamant. Wenn du eine Insel findest, gehört sie dir. Wenn du eine Idee als Erster hast, nimmst du ein Patent, sie ist deine Idee. Und ich besitze die Sterne, weil niemand vor mir daran gedacht hat, sie zu besitzen. Das stimmt, sagte der kleine Prinz. Und was machst du damit? Ich verwalte sie. Ich zähle sie und ich zähle sie noch einmal, sagte der Geschäftsmann. Das ist schwer. Aber ich bin ein zuverlässiger Mann. Der kleine Prinz war immer noch nicht ganz zufrieden. Wenn ich einen Schal habe, sagte er, kann ich den Schal um meinen Hals legen und mitnehmen. Wenn ich eine Blume habe, kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne doch nicht pflücken. Nein,
aber ich kann sie in die Bank bringen. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich schreibe die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Papier. Dann schließe ich dieses Papier mit einem Schlüssel in eine Schublade. Und das ist alles? Das reicht. Das ist lustig, dachte der kleine Prinz. Das ist ein bisschen poetisch. Aber es ist keine ernste Sache. Der kleine Prinz hatte ganz andere Ideen über ernste Dinge als die Erwachsenen. Sagte er noch, ich besitze eine Blume. Ich gieße sie jeden Tag. Ich besitze 3 Vulkane. Ich putze sie jede Woche. Ich putze auch den Vulkan, der erloschen ist. Man weiß ja nie. Es ist nützlich für meine Vulkane und es ist nützlich für meine Blume, dass ich sie besitze. Aber du bist für die Sterne überhaupt nicht nützlich. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber er fand keine Antwort. Der kleine Prinz ging einfach weg. Die Erwachsenen sind wirklich ganz und gar außergewöhnlich, dachte er auf seiner Reise. Kapitel 13 – Der Laternenanzünder auf dem 5. Planeten. Der 5. Planet war sehr merkwürdig. Er war der kleinste von allen Planeten. Es gab dort nur gerade genug Platz für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz verstand das nicht. Er dachte, warum gibt es hier eine Laterne und einen Laternenanzünder mitten im Weltraum? Es gibt hier kein Haus und keine Menschen. Das ist unlogisch. Aber er dachte auch, vielleicht ist dieser Mann verrückt. Aber er ist weniger verrückt als der König, der Eitle, der Geschäftsmann und der Trinker. Seine Arbeit hat einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, ist es so, als ob ein neuer Stern oder eine Blume aufwacht. Wenn er die Laterne ausmacht, schläft die Blume oder der Stern ein. Das ist eine wunderschöne Beschäftigung. Das ist wirklich nützlich, weil es schön ist. Als der kleine Prinz auf den Planeten kam, grüßte er den Mann höflich, »Guten Tag. Warum hast du gerade deine Laterne ausgemacht?« »Das ist der Befehl«, antwortete der Laternenanzünder. »Guten Tag. Was ist das für ein Befehl?« fragte der kleine Prinz. »Dass ich meine Laterne ausmache.« »Guten Abend.« Und er zündete die Laterne wieder an. »Aber warum hast du sie gerade wieder angezündet?« fragte der kleine Prinz. »Das ist der Befehl«, antwortete der Mann wieder. »Ich verstehe das nicht«, sagte der kleine Prinz. »Da gibt es nichts zu verstehen«, sagte der Laternenanzünder. »Befehl ist Befehl. Guten Tag.« Er machte die Laterne wieder aus. Dann wischte er sich die Stirn mit einem roten Taschentuch ab. Er sagte traurig, »Ich habe hier einen schrecklichen Beruf. Früher war es vernünftig. Ich machte die Laterne am Morgen aus und am Abend zündete ich sie wieder an. Den Rest vom Tag konnte ich ausruhen und die Nacht konnte ich schlafen.« »Und hat sich der Befehl geändert?« fragte der kleine Prinz. »Der Befehl hat sich nicht geändert«, sagte der Mann. »Das ist ja das Drama. Der Planet dreht sich von Jahr zu Jahr immer schneller und schneller. Aber der Befehl ist gleich geblieben.« »Und jetzt?« fragte der kleine Prinz. »Jetzt dreht sich der Planet einmal in der Minute.
Ich habe keine Sekunde Ruhe mehr. Ich muss die Laterne jede Minute einmal anzünden und einmal ausmachen. Das ist aber lustig, sagte der kleine Prinz. Bei dir dauert ein Tag nur eine Minute. Das ist gar nicht lustig, sagte der Mann. Wir sprechen hier schon seit einem Monat zusammen. Ein Monat? Fragte der kleine Prinz überrascht. Ja, sagte der Mann. 30 Minuten sind 30 Tage. Guten Abend. Und er zündete seine Laterne wieder an. Der kleine Prinz schaute den Laternenanzünder an. Er mochte diesen Mann sehr, weil er so treu zu seinem Befehl war. Der kleine Prinz erinnerte sich an seine eigenen Sonnenuntergänge zu Hause. Er wollte seinem neuen Freund helfen. Er sagte, weißt du was? Ich kenne einen Weg, wie du dich ausruhen kannst, wann immer du willst. Das will ich immer, sagte der Laternenanzünder. Man kann treu und gleichzeitig müde sein. Der kleine Prinz erklärte, dein Planet ist so klein. Du kannst mit 3 großen Schritten um den Planeten herumgehen. Du musst nur ganz langsam im Kreis gehen. Dann bleibst du immer in der Sonne. Wenn du dich ausruhen willst, dann gehst du einfach spazieren. Und der Tag dauert so lange, wie du willst. Das hilft mir nicht viel, sagte der Laternenanzünder. Was ich im Leben liebe, ist Schlafen. Das ist Pech, sagte der kleine Prinz. Das ist Pech, sagte der Mann. Guten Tag. Und er machte die Laterne aus. Der kleine Prinz reiste weiter. Er dachte auf seinem Weg, dieser Mann wird von allen anderen ausgelacht, vom König, vom Eiteln, vom Trinker und vom Geschäftsmann. Aber er ist der Einzige, den ich nicht lächerlich finde. Warum? Weil er sich um etwas anderes kümmert und nicht nur um sich selbst. Er seufzte traurig und dachte weiter, er ist der Einzige, mit dem ich befreundet sein möchte. Aber sein Planet ist wirklich zu klein. Es gibt dort keinen Platz für 2 Personen. Der kleine Prinz wollte es sich nicht eingestehen, aber er hatte großen Kummer. Er verlor mit diesem Planeten 1440 Sonnenuntergänge in 24 Stunden. Kapitel 14 – Der Geograph auf dem 6. Planeten. Der 6. Planet war 10-mal größer als der letzte Planet. Hier wohnte ein alter Herr. Er schrieb sehr dicke Bücher. Ah! Schau an! Ein Forscher, rief er, als er den kleinen Prinzen sah. Der kleine Prinz setzte sich an einen Tisch. Er war sehr müde von der langen Reise. Er fragte den alten Herrn, was ist das für ein großes Buch? Was machen Sie hier? Ich bin ein Geograph, antwortete der alte Herr. Was ist ein Geograph? Fragte der kleine Prinz. Ein Geograph ist ein Wissenschaftler. Er weiß genau, wo die Meere, die Flüsse, die Städte, die Berge und die Wüsten sind. Das ist sehr interessant, sagte der kleine Prinz. Das ist endlich ein richtiger Beruf. Er schaute sich auf dem Planeten um. Er hatte noch nie so einen großen Planeten gesehen. Ihr Planet ist sehr schön. Gibt es hier auch Ozeane? Das kann ich nicht wissen, sagte der Geograph. Oh, sagte der kleine Prinz enttäuscht. Und gibt es Berge?
Das kann ich auch nicht wissen, sagte der Geograf. Und Städte und Flüsse und Wüsten? Das kann ich auch nicht wissen, sagte der Geograf noch einmal. Aber Sie sind doch ein Geograf, rief der kleine Prinz überrascht. Das stimmt, sagte der Geograf. Aber ich bin kein Forscher. Es gibt hier keinen einzigen Forscher auf meinem Planeten. Der Geograf geht nicht spazieren. Er zählt nicht die Städte, die Flüsse, die Berge und die Ozeane. Der Geograf ist viel zu wichtig für Spaziergänge. Er verlässt sein Büro nicht. Aber er empfängt die Forscher in seinem Büro. Er stellt ihnen Fragen und er schreibt ihre Erinnerungen auf. Und wenn die Berichte von einem Forscher interessant sind, dann prüft der Geograf den Charakter von diesem Forscher. Warum macht er das? Fragte der kleine Prinz. Weil ein Forscher, der lügt, eine Katastrophe für die Geografiebücher wäre. Und auch ein Forscher, der zu viel Alkohol trinkt. Warum das? Fragte der kleine Prinz. Weil Trinker alles doppelt sehen. Dann schreibt der Geograf 2 Berge auf, wo eigentlich nur ein einziger Berg steht. Ich kenne jemanden, sagte der kleine Prinz, der wäre ein schlechter Forscher. Das kann sein, sagte der Geograf. Wenn der Charakter von dem Forscher gut ist, dann prüfen wir seine Entdeckung. Gehen Sie das kontrollieren? Nein, das ist zu kompliziert. Aber der Forscher muss Beweise bringen. Wenn er zum Beispiel einen großen Berg gefunden hat, muss er große Steine von dort mitbringen. Plötzlich wurde der Geograf sehr aufgeregt. Aber du kommst von weit her. Du bist ein Forscher. Beschreibe mir deinen Planeten. Der Geograf öffnete sein großes Buch und spitzte seinen Bleistift. Bei mir zu Hause, sagte der kleine Prinz, ist es nicht sehr interessant. Es ist alles ganz klein. Ich habe 3 Vulkane. 2 Vulkane sind aktiv und ein Vulkan ist erloschen. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, sagte der Geograf und schrieb es auf. Ich habe auch eine Blume, fügte der kleine Prinz hinzu. Wir schreiben keine Blumen auf, sagte der Geograf. Warum nicht? Das ist das Schönste auf meinem Planeten. Weil Blumen vergänglich sind, erklärte der Geograf. Was bedeutet das Wort vergänglich? Geografiebücher, sagte der Geograf stolz, sind die wertvollsten Bücher von allen Büchern. Sie werden nie alt. Ein Berg ändert seinen Platz fast nie. Ein Ozean verliert sein Wasser fast nie. Wir schreiben nur Dinge auf, die für immer bleiben. Aber mein erloschener Vulkan kann wieder aufwachen, unterbrach ihn der kleine Prinz. Was bedeutet vergänglich? Ob ein Vulkan erloschen oder aktiv ist, ist für uns Geographen gleich, sagte der Geograf. Für uns ist nur der Berg wichtig. Der Berg ändert sich nicht. Aber was bedeutet vergänglich, wiederholte der kleine Prinz. Er vergaß nie eine Frage. Das bedeutet, es kann bald sterben oder verschwinden. Kann meine Blume bald verschwinden? Fragte der kleine Prinz besorgt. Natürlich, antwortete der Geograf. Meine Blume ist vergänglich, dachte der kleine Prinz, und sie hat nur 4 Dornen, um sich gegen die Welt zu schützen.
Und ich habe sie ganz allein zu Hause gelassen. Das war das erste Mal, dass er seine Entscheidung bereute. Aber er nahm seinen Mut wieder zusammen. »Welchen Planeten soll ich als nächstes besuchen?« fragte er. »Den Planeten Erde«, antwortete der Geograf. »Er hat einen sehr guten Ruf.« Und der kleine Prinz reiste weiter, aber er dachte immerzu an seine Blume. Kapitel 15 – Die Ankunft auf dem Planeten Erde. Der 7. Planet war also die Erde. Die Erde ist kein kleiner Asteroid. Sie ist riesig. Es gibt dort Hunderte von Königen, Tausende von Geographen, Millionen von Geschäftsmännern, Millionen von Trinkern und Millionen von Eiteln. Das bedeutet, es gibt dort ungefähr 2 Milliarden Erwachsene. Damit du eine Idee von der Größe hast, vor der Elektrizität brauchte man auf der Erde eine echte Armee von Laternenanzündern. Für alle 6 Kontinente brauchte man fast 500.000 Menschen. Das war ein wunderschönes Spektakel am Himmel. Zuerst kamen die Laternenanzünder in Neuseeland und Australien. Sie zündeten ihre Laternen an und gingen schlafen. Dann kamen die Laternenanzünder in China und Japan. Danach kamen die Männer in Indien, dann in Afrika und Europa, und am Ende in Amerika. Niemand machte Fehler im Zeitplan. Das war fantastisch. Nur 2 Männer hatten ein leichtes Leben, der Laternenanzünder vom Nordpol und sein Kollege vom Südpol. Sie arbeiteten nur 2-mal im Jahr. Wenn man Witze macht, sagt man manchmal nicht ganz die Wahrheit. Ich war mit den Laternenanzündern nicht ganz ehrlich. Ich möchte den Menschen, die unseren Planeten nicht kennen, keine falsche Idee geben. Die Menschen brauchen in Realität nur sehr wenig Platz auf der Erde. Wenn alle 2 Milliarden Menschen eng zusammenstehen würden, wie bei einem großen Fest, könnten alle Menschen auf einem kleinen Platz im Ozean wohnen. Man könnte die ganze Menschheit auf eine kleine Insel bringen. Die Erwachsenen glauben das natürlich nicht. Sie denken, sie brauchen sehr viel Platz. Sie finden sich so wichtig wie die großen Affenbrotbäume. Man muss ihnen sagen, sie sollen das mit Zahlen ausrechnen. Die Erwachsenen lieben Zahlen, sie werden diese Arbeit lieben. Aber du musst deine Zeit nicht mit diesem Problem verlieren. Das ist nicht nötig. Vertrau mir einfach. Als der kleine Prinz auf die Erde kam, war er sehr überrascht. Er sah keinen einzigen Menschen im Sand. Er dachte schon, er ist auf dem falschen Planeten. Er hatte ein bisschen Angst. Da bewegte sich ein kleiner Ring im Sand. Der Ring hatte die Farbe vom Mond. »Guten Abend«, sagte der kleine Prinz höflich. »Guten Abend«, antwortete eine Schlange. »Auf welchem Planeten bin ich hier gelandet?« fragte der kleine Prinz. »Auf der Erde, in Afrika, in der Wüste Sahara«, sagte die Schlange. »Ah. Gibt es denn keine Menschen auf der Erde?« fragte der kleine Prinz. »Hier ist die Wüste. In der Wüste ist niemand. Die Erde ist sehr groß«, erklärte die Schlange. Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein. Er schaute zum Himmel hinauf. »Ich frage mich«, sagte er, »ob die Sterne leuchten, damit jeder von uns eines Tages seinen eigenen Stern wiederfinden kann. Schau mal meinen Planeten an.
Er steht genau über uns. Aber er ist so weit weg. Er ist schön, sagte die Schlange. Warum bist du hier? Ich hatte Probleme mit einer Blume, sagte der kleine Prinz leise. Ah, sagte die Schlange. Und beide schwiegen. Wo sind die Menschen? Fing der kleine Prinz nach einer Weile wieder an. Man ist ein bisschen einsam in der Wüste. Bei den Menschen ist man auch einsam, sagte die Schlange mysteriös. Der kleine Prinz sah die Schlange lange an. Du bist ein komisches Tier, sagte er schließlich. Du bist so dünn wie ein Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger von einem König, antwortete die Schlange und lächelte. Der kleine Prinz musste lächeln, du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Beine. Du kannst nicht einmal reisen. Ich kann dich weiterbringen als ein großes Schiff, sagte die Schlange. Sie wickelte sich um den Knöchel vom kleinen Prinzen wie ein goldener Ring. Wenn ich jemanden berühre, dann bringe ich ihn zurück zur Erde, woher er gekommen ist. Aber du bist unschuldig und du kommst von einem Stern. Der kleine Prinz antwortete nichts. Ich habe Mitleid mit dir, sagte die Schlange. Du bist so schwach auf dieser Erde aus Granit. Wenn du deinen Planeten einmal zu sehr vermisst, kann ich dir helfen. Ich kann. Oh. Ich habe gut verstanden, sagte der kleine Prinz. Aber warum sprichst du immer in Rätseln? Ich löse alle Rätsel, sagte die Schlange. Und beide schwiegen wieder. Kapitel 16 – Die Reise durch die Wüste und die kleine Blume. Der kleine Prinz ging durch die Wüste. Er traf nur eine einzige Blume. Es war eine ganz einfache Blume mit nur 3 Blütenblättern. Sie war gar nicht wichtig. »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. »Guten Tag«, antwortete die kleine Blume. »Wo sind die Menschen?«, fragte der kleine Prinz höflich. Die Blume hatte eines Tages eine Karawane mit Menschen vorbeikommen sehen. Sie antwortete, »Die Menschen? Es gibt, glaube ich, 6 oder 7 Menschen auf der Welt. Ich habe sie vor Jahren gesehen. Aber man weiß nie, wo sie sind. Der Wind treibt sie hin und her. Sie haben keine Wurzeln. Das macht ihr Leben sehr schwer und ungemütlich. Auf Wiedersehen«, sagte der kleine Prinz. Auf Wiedersehen«, sagte die kleine Blume. Der kleine Prinz marschierte weiter. Er kletterte auf einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die er kannte, waren seine 3 kleinen Vulkane. Sie reichten ihm bis an die Knie. Der erloschene Vulkan war für ihn wie ein kleiner Hocker zum Sitzen. Er dachte sich, von diesem hohen Berg aus kann ich auf einmal den ganzen Planeten und alle Menschen sehen. Aber als er oben auf dem Berg stand, sah er nur spitze Steine und Felsen. »Guten Tag«, sagte er einfach mal auf Verdacht. »Guten Tag? Guten Tag? Guten Tag«, antwortete das Echo. »Wer bist du?«, fragte der kleine Prinz. »Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du?«, antwortete das Echo wieder. »Seid meine Freunde, ich bin ganz allein«, sagte er. »Ich bin ganz allein, ganz allein, ganz allein«, sagte das Echo. Der kleine Prinz dachte traurig, was für ein komischer Planet.
Die Erde ist ganz trocken, spitz und unhöflich. Und den Menschen hier fehlt die Fantasie. Sie wiederholen nur, was man ihnen sagt. Bei mir zu Hause hatte ich eine Blume. Sie sprach immer zuerst. Er ging eine lange Zeit durch den Sand und die Steine. Am Ende von seinem langen Weg fand er endlich eine Straße. Und alle Straßen führen zu den Menschen. Kapitel 17 – Der Garten mit den Rosen. Der kleine Prinz lief auf der Straße weiter. Nach einer Weile kam er an einen großen Garten. Der Garten war voll von wunderschönen Blumen. »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. »Guten Tag«, antworteten die Blumen. Der kleine Prinz schaute die Blumen ganz genau an. Sie sahen alle genau so aus wie seine eigene Blume zu Hause. Er war völlig schockiert. »Wer seid ihr?« fragte er die Blumen mit großer Überraschung. »Wir sind Rosen«, antworteten die Blumen stolz. »Ach«, sagte der kleine Prinz. Er wurde plötzlich sehr, sehr traurig. Seine Blume zu Hause hatte ihm erzählt, dass sie die einzige Rose im ganzen Universum ist. Sie hatte gesagt, es gibt keine andere Blume wie mich auf der Welt. Und jetzt sah er hier 5000 Rosen in einem einzigen Garten. Sie waren alle gleich schön. Er dachte sich, meine Blume wäre sehr wütend, wenn sie diesen Garten sehen könnte. Sie würde schrecklich husten. Sie würde so tun, als ob sie stirbt, damit sich niemand über sie lustig macht. Und ich müsste so tun, als ob ich sie pflege. Wenn ich das nicht mache, stirbt sie am Ende wirklich aus Stolz. Und der kleine Prinz dachte weiter nach, ich dachte, ich bin reich. Ich dachte, ich besitze eine einzigartige Blume. Aber ich habe nur eine ganz normale Rose. Eine normale Rose und 3 kleine Vulkane, die mir nur bis an die Knie reichen. Das ist wirklich nicht viel. Ich bin kein großer Prinz. Er legte sich in das grüne Gras und fing an zu weinen. Kapitel 18 – Der Fuchs und das große Geheimnis. In diesem Moment kam ein Fuchs. »Guten Tag«, sagte der Fuchs. »Guten Tag«, antwortete der kleine Prinz höflich. Er drehte sich um, aber er sah nichts. »Ich bin hier unter dem Apfelbaum«, sagte die Stimme. »Wer bist du?«, fragte der kleine Prinz. »Du bist sehr hübsch.« »Ich bin ein Fuchs«, sagte der Fuchs. »Spiel mit mir«, bat ihn der kleine Prinz. »Ich bin so traurig.« »Ich kann nicht mit dir spielen«, sagte der Fuchs. »Ich bin nicht gezähmt.« »Ah. Verzeihung«, sagte der kleine Prinz. Aber nach einigem Nachdenken fragte er, was bedeutet zähmen? »Du kommst nicht von hier«, sagte der Fuchs. »Was suchst du?« »Ich suche die Menschen«, sagte der kleine Prinz. »Was bedeutet zähmen?« »Die Menschen«, sagte der Fuchs, »haben Gewehre und sie jagen. Das ist sehr gefährlich. Sie halten auch Hühner. Das ist ihr einziger Vorteil. Suchst du Hühner?« »Nein«, sagte der kleine Prinz. »Ich suche Freunde.« »Was bedeutet zähmen?« »Das ist eine Sache, die man heute oft vergisst«, sagte der Fuchs. »Es bedeutet, sich vertraut machen, eine Verbindung aufbauen.« »Eine Verbindung aufbauen?«, fragte der Prinz.
Natürlich, sagte der Fuchs. Für mich bist du im Moment nur ein kleiner Junge, genau wie 100.000 andere kleine Jungen. Ich brauche dich nicht. Und du brauchst mich auch nicht. Für dich bin ich nur ein Fuchs wie 100.000 andere Füchse. Aber wenn du mich zähmst, dann brauchen wir uns. Du wirst für mich einzigartig auf der Welt sein. Ich werde für dich einzigartig auf der Welt sein. Ich verstehe langsam, sagte der kleine Prinz. Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt. Das ist möglich, sagte der Fuchs. Auf der Erde passiert alles Mögliche. Oh, das ist nicht auf der Erde, sagte der kleine Prinz. Der Fuchs war sehr neugierig, auf einem anderen Planeten? Ja. Gibt es Jäger auf diesem Planeten? Nein. Das ist interessant. Und gibt es Hühner? Nein. Nichts ist perfekt, seufzte der Fuchs. Aber dann kam er auf seine Idee zurück, mein Leben ist monoton. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner sind gleich und alle Menschen sind gleich. Ich langweile mich also ein bisschen. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben hell und fröhlich wie die Sonne. Ich werde den Klang von deinen Schritten kennen. Die anderen Schritte machen mir Angst. Deine Schritte werden mich rufen wie eine schöne Musik. Der Fuchs schaute den kleinen Prinzen lange an. Bitte, zähm mich, sagte er. Ich möchte das gerne tun, antwortete der kleine Prinz. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge lernen. Man lernt nur die Dinge, die man zähmt, sagte der Fuchs. Die Menschen haben keine Zeit mehr, etwas zu lernen. Sie kaufen alles fertig im Geschäft. Aber weil es keine Geschäfte für Freunde gibt, haben die Menschen keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, dann zähm mich. Was muss ich tun? Fragte der kleine Prinz. Du musst sehr geduldig sein, antwortete der Fuchs. Du setzt dich zuerst ein bisschen weit weg von mir in das Gras. Ich schaue dich an und du sagst nichts. Die Sprache ist oft die Ursache für Missverständnisse. Aber jeden Tag kannst du dich ein bisschen näher zu mir setzen. Am nächsten Tag kam der kleine Prinz wieder. Kapitel 19 – Der Abschied vom Fuchs. Der kleine Prinz kam jeden Tag zur gleichen Zeit. Das war sehr gut für den Fuchs. Der Fuchs erklärte ihm, es ist besser, wenn du immer zur gleichen Zeit kommst. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr am Nachmittag kommst, dann fange ich schon um 3 Uhr an, glücklich zu sein. Je näher die Zeit kommt, desto glücklicher werde ich. Um 4 Uhr bin ich schon ganz unruhig und besorgt. Ich zeige dir mein Glück. Aber wenn du irgendwann kommst, dann weiß mein Herz nicht, wann es sich freuen soll. Wir brauchen Riten. Was ist ein Ritus? Fragte der kleine Prinz. Das ist auch eine Sache, die man heute oft vergisst, sagte der Fuchs. Ein Ritus macht einen Tag anders als die anderen Tage, und eine Stunde anders als die anderen Stunden. Die Jäger bei mir haben zum Beispiel einen Ritus, am Donnerstag tanzen sie mit den Mädchen aus dem Dorf. Deshalb ist der Donnerstag ein wunderbarer Tag. Ich kann bis zum Weinberg spazieren gehen. Wenn die Jäger an jedem Tag tanzen würden, wären alle Tage gleich.
Ich hätte nie Urlaub. So zähmte der kleine Prinz den Fuchs. Aber bald kam der Tag für die Abreise. »Ach«, sagte der Fuchs, »ich muss weinen.« »Das ist deine Schuld«, sagte der kleine Prinz. »Ich wollte dir keinen Schmerz zufügen. Aber du wolltest unbedingt, dass ich dich zähme.« »Das stimmt«, sagte der Fuchs. »Aber jetzt musst du weinen«, sagte der kleine Prinz. »Ja, das stimmt«, sagte der Fuchs. »Dann hast du gar nichts gewonnen«, sagte der kleine Prinz traurig. »Doch«, sagte der Fuchs. »Ich habe die Farbe vom Weizen gewonnen. Geh noch einmal zu den Rosen im Garten. Du wirst verstehen, dass deine Rose die einzige Rose auf der Welt ist. Danach kommst du zurück und sagst mir auf Wiedersehen. Ich schenke dir dann ein Geheimnis.« Der kleine Prinz ging noch einmal zu den Rosen im Garten. Er sagte zu ihnen: »Ihr seid überhaupt nicht wie meine Rose. Ihr seid noch nichts. Niemand hat euch gezähmt und ihr habt niemanden gezähmt. Ihr seid wie mein Fuchs am Anfang. Er war nur ein Fuchs wie 100.000 andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht, und jetzt ist er einzigartig auf der Welt.« Die Rosen waren sehr verlegen. Der kleine Prinz sprach weiter: »Ihr seid schön, aber ihr seid leer. Man kann für euch nicht sterben. Natürlich denkt ein normaler Passant, meine Rose sieht genau so aus wie ihr. Aber meine Rose ist viel wichtiger als ihr alle zusammen. Weil ich sie gegossen habe. Weil ich sie unter die Glasglocke gestellt habe. Weil ich sie mit dem Windschutz geschützt habe. Weil ich ihre Raupen getötet habe. Weil ich ihr zugehört habe, wenn sie stolz war oder wenn sie schwieg. Weil sie meine Rose ist.« Dann kam er zurück zum Fuchs. »Auf Wiedersehen«, sagte er. »Auf Wiedersehen«, sagte der Fuchs. »Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wichtigste ist für die Augen unsichtbar. Das Wichtigste ist für die Augen unsichtbar«, wiederholte der kleine Prinz, um es nicht zu vergessen. »Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, macht deine Rose so wichtig«, sagte der Fuchs. »Die Zeit, die ich für meine Rose verloren hast«, sagte der kleine Prinz. »Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen«, sagte der Fuchs. »Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist für immer für das verantwortlich, was du gezähmt hast. Du bist für deine Rose verantwortlich.« »Ich bin für meine Rose verantwortlich«, wiederholte der kleine Prinz noch einmal. Kapitel 20 – Der Brunnen in der Wüste. Es war der 8. Tag in der Wüste. Ich hörte die Geschichte vom Fuchs, während ich den letzten Tropfen Wasser trank. »Ah«, sagte ich zum kleinen Prinzen, »deine Erinnerungen sind sehr schön. Aber mein Flugzeug ist immer noch kaputt. Ich habe kein Wasser mehr zu trinken. Ich wäre auch glücklich, wenn ich jetzt zu einem Brunnen spazieren könnte.« »Mein Freund, der Fuchs«, hat gesagt, fing der kleine Prinz an. »Mein kleiner Kerl«, unterbrach ich ihn, »es geht jetzt nicht mehr um den Fuchs.« »Warum?« »Weil wir vor Durst sterben werden.« Der kleine Prinz verstand meine Sorge nicht ganz. Er antwortete: »Es ist gut, einen Freund zu haben, selbst wenn man stirbt. Ich bin froh, dass ich einen Fuchs als Freund hatte.«
Ich dachte, er versteht die Gefahr nicht. Er hat nie Hunger oder Durst. Ein bisschen Sonne reicht ihm schon. Aber er schaute mich an und las meine Gedanken, ich habe auch Durst. Suchen wir einen Brunnen. Ich machte eine müde Bewegung. Es ist absurd, in der unendlichen Wüste einen Brunnen zu suchen. Aber wir machten uns trotzdem auf den Weg. Wir gingen viele Stunden schweigend durch die Nacht. Die Sterne leuchteten am Himmel. Die Sterne sind schön, wegen einer Blume, die man nicht sieht, sagte der kleine Prinz leise. Ja, das stimmt, antwortete ich. Ich schaute auf den Sand im Mondlicht. Die Wüste ist schön, fügte der kleine Prinz hinzu. Das stimmte. Ich habe die Wüste schon immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne. Man sieht nichts. Man hört nichts. Und trotzdem strahlt etwas im Schweigen. Was die Wüste so schön macht, sagte der kleine Prinz, ist die Tatsache, dass sie irgendwo einen Brunnen versteckt. Ich war überrascht. Plötzlich verstand ich das Geheimnis vom Sand. Wenn ich ein kleiner Junge war, wohnte ich in einem alten Haus. Die Legende sagte, dass dort ein Schatz versteckt war. Natürlich hat niemand den Schatz je gefunden. Aber dieser Schatz machte das ganze Haus magisch. Ja, sagte ich zum kleinen Prinzen, ob es das Haus, die Sterne oder die Wüste ist, das, was sie schön macht, ist für die Augen unsichtbar. Ich bin froh, sagte er, dass du die gleiche Meinung hast wie mein Fuchs. Der kleine Prinz war müde. Er schlief ein. Ich nahm ihn vorsichtig in meine Arme und ging weiter. Ich war sehr bewegt. Ich dachte, ich trage hier ein sehr zerbrechliches Wunder. Im Licht vom Mond sehe ich nur seine blasse Stirn, seine geschlossenen Augen und seine goldenen Haare, die im Wind wehen. Aber das Wichtigste, was ich hier sehe, ist seine Treue zu einer Blume. Das Bild von einer Rose leuchtet in ihm wie eine Flamme, selbst wenn er schläft. Und ich fühlte, dass er noch zerbrechlicher war als andere Menschen. Man muss Flammen gut schützen, ein kleiner Windhauch kann sie ausblasen. Ich ging immer weiter. Und im Morgengrauen fand ich den Brunnen. Kapitel 21 – Das Wasser und der Abschied. Der Brunnen war nicht wie die anderen Brunnen in der Sahara. Normalerweise sind Brunnen in der Wüste nur Löcher im Sand. Aber dieser Brunnen war wie ein echter Dorfbrunnen, mit einem Seil, einer Rolle und einem Eimer. Das ist wunderbar, sagte der kleine Prinz. Hörst du? Wir haben den Brunnen aufgeweckt und er singt. Ich zog den Eimer voller Wasser nach oben. Die Arbeit war schwer, aber ich war glücklich. Ich stellte den Eimer auf den Rand vom Brunnen. Wir waren müde, aber sehr froh. Ich habe Durst nach diesem Wasser, sagte der kleine Prinz. Gib mir zu trinken. Da verstand ich, was er gesucht hatte. Er trank mit geschlossenen Augen. Das Wasser war nicht nur ein Getränk. Es war geboren aus dem langen Marsch unter den Sternen, aus der Arbeit meiner Arme und aus dem Lied der Brunnenrolle. Dieses Wasser tat dem Herzen gut, wie ein schönes Geschenk. Als der kleine Prinz getrunken hatte, sagte er leise, die Menschen auf deiner Erde züchten 5000 Rosen in einem einzigen Garten, und sie finden dort nicht, was sie suchen. Das stimmt, antwortete ich.
Und doch könnten Sie es in einer einzigen Rose oder in einem Tropfen Wasser finden. Ja, das stimmt, sagte ich wieder. Aber die Augen sind blind, fügte der kleine Prinz hinzu. Man muss mit dem Herzen suchen. Danach setzte er sich in den Sand. Du musst jetzt dein Versprechen halten, sagte er sanft. Welches Versprechen? Du weißt doch, ein Maulkorb für mein Schaf. Ich bin für meine Blume verantwortlich. Ich nahm meine Zeichnungen aus der Tasche. Als der kleine Prinz sie sah, lachte er, deine Affenbrotbäume sehen ein bisschen aus wie Kohlköpfe. Und die Ohren von deinem Fuchs sind zu lang. Ich zeichnete ihm trotzdem den Maulkorb. Mein Herz war schwer. Du hast Pläne, von denen ich nichts weiß, sagte ich traurig. Er antwortete mir nicht, aber er sagte, weißt du, morgen ist der Jahrestag von meiner Ankunft auf der Erde. Ich bin ganz in der Nähe von hier gelandet. Er wurde ein bisschen rot im Gesicht. Plötzlich verstand ich, der kleine Prinz wollte zurück zu seinem Planeten. Am Abend reparierte ich endlich mein Flugzeug. Ich kam zurück zum Brunnen und sah den kleinen Prinzen auf einer alten Steinmauer sitzen. Er sprach mit jemandem da unten im Sand. Es war die gelbe Schlange. Hast du gutes Gift? Fragte der kleine Prinz die Schlange. Werde ich lange leiden? Ich lief schnell hin und zog meine Pistole, aber die Schlange verschwand sofort lautlos im Sand. Ich fing den kleinen Prinzen in meinen Armen auf. Er war blass wie Schnee. Was machst du hier für verrückte Sachen? Rief ich. Er schlang seine Arme um meinen Hals. Ich spürte sein Herz schlagen wie das Herz von einem sterbenden Vogel. Er sagte zu mir, ich bin froh, dass du dein Flugzeug repariert hast. Du kannst jetzt nach Hause fliegen. Woher weißt du das? Fragte ich überrascht. Ich gehe heute auch nach Hause, sagte er traurig. Das ist viel weiter. Das ist viel schwerer. Ich spürte, dass etwas Außergewöhnliches passierte. Ich hielt ihn fest in meinen Armen, aber er glitt wie in einen Abgrund. Ich habe dein Schaf, sagte er. Und ich habe die Kiste für das Schaf. Und den Maulkorb. Er lächelte schmerzhaft. Wir warteten lange. Ich spürte, wie er langsam ein bisschen wärmer wurde. Kleiner Kerl, sagte ich habe Angst. Heute Nacht, sagte er, wird es ein Jahr. Mein Stern wird genau über dem Ort stehen, wo ich letztes Jahr gelandet bin. Wenn du nachts den Himmel anschaust, wird es sein, als ob alle Sterne lachen, weil ich auf einem von ihnen wohne und weil ich auf einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können. Und er lachte noch einmal. Und wenn du dich getröstet hast, fügte er hinzu, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst manchmal dein Fenster öffnen, einfach so, für die Freude. In dieser Nacht sah ich ihn weggehen. Er lief ohne Angst. Er blieb einen Moment neben mir stehen. Er sagte noch, weißt du, meine Blume, ich bin für sie verantwortlich. Sie ist so schwach und so unschuldig. Sie hat nur ihre 4 kleinen Dornen, um sich gegen die Welt zu schützen. Er setzte sich hin, weil er keine Kraft mehr hatte.
Es gab nur einen gelben Blitz an seinem Knöchel. Er blieb für einen Moment unbeweglich. Er schrie nicht. Er fiel ganz langsam um, so wie ein Baum fällt. Es gab nicht einmal ein Geräusch im Sand. Das ist jetzt 6 Jahre her. Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt. Meine Freunde waren froh, mich lebend wiederzusehen. Ich war traurig, aber ich sagte ihnen, ich bin nur müde. Jetzt habe ich mich ein bisschen getröstet. Das bedeutet, nicht ganz. Aber ich weiß, dass er auf seinen Planeten zurückgekehrt ist, denn am nächsten Morgen habe ich seinen Körper nicht mehr im Sand gefunden. Er war nicht so schwer. Und ich liebe es, nachts den Sternen zuzuhören. Es ist, als ob 500 Millionen kleine Glocken am Himmel singen.